Ich glaube, das hier ist wirklich das Krasseste, was dieses Jahr bei Home Assistant passiert ist. Denn das Add-on Home Assistant Meta Hub, welches hier von Topstar entwickelt und auf GitHub bereitgestellt wird, erlaubt es dir, dein Home Assistant zu einem Meta Hub oder einer Meta Bridge zu machen. Nein, doch. Das heißt also, du kannst all deine Geräte, die du in Home Assistant verwaltest, oder genauer gesagt die Entitäten, per Meta an ein Drittsystem deiner Wahl, sei das Alexa, sei das Google Home oder sonst irgendwas, weitergeben und dann mit diesem Drittsystem steuern. Das ist echt der Hammer. Oh ja, und natürlich, das Ganze läuft völlig lokal. Das ist natürlich vor allem für Alexa und Google Home Nutzer super interessant, weil die bisherigen Integrationen immer über die Cloud funktioniert haben, und wenn du kein Abo der Home Assistant Cloud hast, musstest du auch deinen Home Assistant immer ins Internet veröffentlichen, also der musste von extern erreichbar sein, damit du diese Integrationen für Alexa oder Google Home eben einrichten kannst, und das Ganze ist auch nicht gerade sehr einfach. Immer muss irgendwas sein. Mein Alexa-Video, um die Sprachsteuerung einzurichten, geht beispielsweise 29 Minuten, also du kannst dir wirklich denken, dass du dafür deutlich länger brauchst, wenn du das nachmachen willst. Und mein Video zu Google Home geht beispielsweise auch 21 Minuten, also du siehst schon, das Ganze ist relativ kompliziert, wenn du es selbst machen willst und nicht über die Cloud, zumindest wie gesagt bisher. Und dazu kommt noch, beispielsweise bei Google Home hat sich kürzlich eben das Interface geändert. Das heißt, aktuell funktioniert das gar nicht so wie im Video beschrieben. Ich arbeite übrigens schon an einem Update-Video, wird aber noch einen Moment dauern. Für HomeKit-Nutzer übrigens an der Stelle weniger interessant, weil die Home Assistant eigene Integration dafür sowieso schon lokal funktioniert, super schnell eingerichtet ist und mehr Möglichkeiten bietet als der Home Assistant Meta Hub. Es wäre aber auch eine Option für HomeKit. Also fassen wir zusammen. Für Alexa und Google Home Nutzer, die keine Home Assistant Cloud abonniert haben, ist das Ganze super interessant, oder auch wenn du den Home Assistant nicht dafür nach außen veröffentlichen willst und keinen Bock hast, ewig lange Anleitungen nachzumachen. Es gibt aber, aktuell muss man sagen, noch Einschränkungen. Und die Integration oder das Add-on ist auch noch sehr, sehr neu, auch wenn man das meiner Einschätzung nach durchaus schon produktiv nutzen kann. Aber machen wir mal einen Schritt zurück und schauen uns noch mal kurz an, was wir vorhaben. Also, du weißt ja wahrscheinlich, was Meta ist. Wenn nicht, blende ich dir mein Video ein und empfehle dir, es dringend anzuschauen, weil ich das nicht nochmal alles erklären will. Home Assistant kann ja nativ Meta. Das heißt also, wenn du ein Meta-Gerät bei dir im Netzwerk hinzufügst, kannst du das Ganze dann über Home Assistant, über die Meta-Integration sowieso hinzufügen. Das wollen wir aber jetzt nicht machen. Wir möchten quasi sozusagen alle unsere Home Assistant Geräte auf diesem Meta Hub zu einer virtuellen Bridge hinzufügen und dann diese Bridge in dem Drittsystem unserer Wahl, sei das Alexa, sei das Google Home oder auch irgendein anderes Drittsystem, was Meta unterstützt, können wir dann diese Meta Bridge also hinzufügen und haben dann dadurch alle unsere Geräte von Home Assistant auch in diesem Drittsystem mit drin und können die dann eben über das Drittsystem steuern. Ich hoffe, das war verständlich. Also, long story short, richten wir das Ding mal ein, weil das geht echt viel schneller, als man denkt. Von der GitHub-Seite kopierst du dir erstmal einfach die URL, die wir hinzufügen müssen, in den Add-on Store. Müssen. Dann gehst du in deinem Home Assistant auf die Einstellungen, hier gehst du auf die Add-ons, auf den Add-on Store, oben rechts auf die 3 Punkte, Repositories, fügst das hier ein und sagst hinzufügen. Einmal schließen und dann am besten einmal die Browserseite neu laden. Danach hast du jetzt hier unter Add-ons bei Topstar den Home Assistant Meta Hub. Da klickst du einmal drauf und sagst einfach installieren. Und bevor wir damit jetzt weitermachen, weil du gerade warten musst, wenn du dir das Video anschaust, willst du ja wahrscheinlich die Kosten für die Home Assistant Cloud sparen. Der Partner des heutigen Videos, den ich übrigens auch selbst nutze, kann dir dabei auch helfen, aber bei Strom- und Gaspreisen. Deshalb freue ich mich sehr, dir Remind Me kurz vorzustellen. Ein kostenloser Strom- und Gaswechselservice, den ich übrigens seit diesem Jahr selbst nutze, weil ich erfolgreich vergessen habe, 2 Jahre meinen Stromanbieter zu wechseln und deswegen, ich habe es mir aufgeschrieben, 46,78 Cent die Kilowattstunde bezahle. Well done. Mit Remind Me kannst du dir erstmal ein komplett unverbindliches Angebot erstellen lassen für deinen Strom- oder Gastarif. Dann suchen die Experten von Remind Me aus über 12.000 Tarifen den richtigen für dich raus. Abhängig natürlich von Standort und Verbrauch. Wichtig zu wissen, das ist der beste und nicht der günstigste Tarif. Denn Remind Me kann dir beispielsweise keine Preisdumping-Angebote anbieten wie andere Vergleichsportale, die dann eben nach einem Jahr beispielsweise deutlich den Preis, häufig zumindest, erhöhen. Und außerdem werden unseriöse Anbieter rausgefiltert. Wenn dir das Angebot dann gefällt, kannst du einen sogenannten Wechselservice einrichten. Dafür gibst du erstmal noch ein paar Daten von dir ein, sowas wie Hausnummer und so weiter und so fort. Anschließend noch ein paar Daten zu deinem Altvertrag, wenn du sowas weißt, wie zum Beispiel Kündigungsfrist. Und danach kannst du dann diesen Wechselservice einrichten und Remind Me wechselt dann eben für dich in den neuen von dir gewählten Tarif. Das Ganze kostet dich nicht mehr und das wirklich Coole ist eben das, dass du diesen Wechselservice einfach aktiviert lassen kannst und dann sucht Remind Me jedes Jahr wieder für dich einen günstigeren Tarif, eben unter Berücksichtigung aller Neukundenboni und so weiter. Und du musst dich um absolut nichts kümmern und kannst das auch, wenn du das nicht mehr möchtest, jederzeit wieder deaktivieren. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung oder auch auf dem eingeblendeten QR-Code.
Aber machen wir weiter. Bei dir sollte das jetzt also auch so aussehen. Du hast das Home Assistant MetaHub Add-on installiert. In der Konfiguration müssen wir übrigens nichts ändern. Und hier bei den Informationen machen wir einfach Watchdog an in der Seitenleiste anzeigen und gehen mal auf Starten. Das startet also jetzt den Home Assistant MetaHub, wo wir dann Bridges hinzufügen können. Gucken wir uns auch direkt an. Das heißt also hier links beim MetaHub, ach ja, das Protokoll sollte übrigens so oder so ähnlich aussehen bei dir, nur als Referenz. Und jetzt aber wirklich gehen wir auf den MetaHub. Hier gehst du auf My Bridges und kannst dann hier eine neue Bridge hinzufügen. Die kannst du prinzipiell nennen, wie du willst. Ich würde dir irgendeinen entsprechenden Namen empfehlen, damit du es auch wiedererkennst. Und hier kannst du jetzt auswählen, welche Entitäten du inkludieren oder exkludieren willst. Das Ganze findest du übrigens auch hier auf der GitHub-Seite und kannst hier einfach mal schauen, wie man das konfigurieren könnte. Hier ist zum Beispiel jetzt die Konfiguration im JSON-Format, die dir aber auch zeigt, wie die Werte aussehen können. Beispielsweise kannst du Label inkludieren, da musst du hier den Label-Namen angeben oder du kannst ein Pattern benutzen. Zum Beispiel werden jetzt hier alle lights.awesome und dann eben irgendwas hinten dran Entitäten mit in diesen Hub inkludiert. Und du kannst, wenn du möchtest, auch Sachen exkludieren, wie zum Beispiel jetzt hier alles, was von der Plattform, also von der Integration, Hue an der Stelle kommt oder alles von der Domain, also vom Gerätetyp Fan. Erkläre ich dir übrigens auch alles in dem Grundlagenvideo, wenn dir das gerade nichts sagt mit Domain und so weiter und so fort. Aber machen wir weiter. Ich wechsle jetzt mal hier auf meine produktive Instanz und zeige dir mal, wie ich das hier konfiguriert habe. Heißt also, hier habe ich den MetaHub und ich habe hier auch wieder die HA Meta Bridge und habe mich hier einfach dafür entschieden, dass lediglich das Label MetaHub mit inkludiert wird. Heißt also, alle Geräte, von denen ich möchte, dass sie über Meta an andere Ökosysteme weitergegeben werden, bekommen das Label MetaHub. Finde ich am einfachsten von der Verwaltung her. Zu Labels habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, wenn du das Feature noch nicht kennen solltest. Im Wesentlichen gehst du also dann auf deine Einstellung, wenn du das genauso machen willst, gehst hier auf die Geräte und Dienste oder vielleicht erstmal in die Labels und kannst dir hier dann das Label schon mal, wenn du willst, erstellen. Ich habe es jetzt wie gesagt hier MetaHub genannt und du siehst schon, Groß- und Kleinschreibung ist tatsächlich hier sehr wichtig. Also auch wenn die Anzeige hier MetaHub heißt mit großem M und großem H, funktioniert das Ganze nicht, wenn man das in der Konfiguration hier für das Label MetaHub genauso macht. Das heißt also hier bei der Konfiguration musst du wirklich angeben, Label und die Werte müssen klein geschrieben sein. Ganz, ganz wichtig. Und anschließend kann ich das Label jetzt einfach irgendwelchen Geräten hinzufügen, die ich eben dann über Meta an die Ökosysteme weitergeben will. Ich gebe jetzt mal hier zum Beispiel einfach Climate ein und wähle jetzt hier einfach meine Heizung im Wohnbereich. Wenn ich der jetzt ein Label zuweisen will, gehe ich hier vorne auf die Auswahlhäkchen, dann wähle ich die hier aus, sage dann einmal Label hinzufügen, MetaHub und dadurch wird das Gerät dann also schon an das Drittsystem weitergegeben oder eben auch hier im MetaHub inkludiert. Wir sehen auch hier, da ist ein Auto-Refresh drin, den warten wir jetzt mal kurz ab. Dann sollte hier das Climate-Gerät also auch sofort drin auftauchen. Hat jetzt hier in dem Fall nicht funktioniert, in dem Fall würde ich dir einfach empfehlen, wie gesagt, ist noch sehr früh das Add-on, dass du hier einfach in den Add-ons dann den MetaHub einfach einmal neu startest. Jetzt sehen wir hier schon, jetzt wurden also 38 Geräte gefunden und dann ist hier auch die Climate-Entität eben mit drin. Unglaublich cool. Wie fügen wir das jetzt in unser Drittsystem der Wahl hinzu? Starten wir mit Alexa. In der Alexa-App gehst du einfach auf Plus, sagst hier Geräte, dann gehst du ganz runter, der Schritt ist wirklich wichtig, nicht anders machen und gehst hier auf Sonstiges. Hier wählst du Meta aus, dann sagst du hier, das Gerät hat ein Meta-Logo, jawohl. Und anschließend gehst du hier nochmal auf Ja und scannst nun einfach den QR-Code, der dir auf dem Bildschirm der MetaBridge angezeigt wird. Wenn das bei dir übrigens nicht klappen sollte, kann ich dir nur empfehlen, einfach mal das Alexa-Gerät neu zu starten. Hilft ab und zu. So, ich scanne den Code hier jetzt nochmal, mache alles genauso wie gerade eben auch. Und wenn es dann immer noch nicht klappen sollte, dann kannst du noch versuchen, das Add-on einfach mal neu zu starten. Also gehst du hier auf den MetaHub, sagst neu starten und wartest einfach kurz ab. Und jetzt sehen wir also, nachdem ich jetzt das Alexa-Gerät neu gestartet habe und den MetaHub, habe ich jetzt hier im Protokoll auch schon direkt gesehen, dass das hier also soweit funktioniert hat. Jetzt kann ich in der Alexa-App einfach sagen Ja und dann wird also jetzt die Verbindung zu dem MetaHub hergestellt. Man sieht schon, das Ganze ist wie gesagt noch im Alpha-Stadium, das wird bestimmt in Zukunft stabiler laufen. Aktuell musst du einfach ein bisschen gucken, wie gesagt, das Gerät einfach mal rausziehen, wieder reinstecken oder halt auch dann eben das Add-on einfach neu starten. So, jetzt gehen wir hier auf Fertig und sehen jetzt hier, das Ganze dauert immer ein bisschen, obwohl jetzt eine Fehlermeldung kam, dass die Geräte hier erfolgreich hinzugefügt wurden. Hinzugefügt wurden, das wollte ich sagen. Wir sehen also hier einmal das Aqara Smart Lock, das habe ich eben inkludiert. Dann sehen wir hier das Door Lock, Elgato Keylight und natürlich eben auch unsere HA Meta Bridge. Jetzt auch hier zum Beispiel diese Mini-Tisch Nano Leaf Bulb, das ist die da hinten, also die da, wenn ihr die sehen könnt. Wenn wir jetzt hier einmal schalten,
geht die natürlich aus. Und natürlich geht sie dann auch wieder an, wenn wir nochmal drauf tippen. Das Ganze ist noch ein bisschen buggy, wenn man hier zu schnell schaltet, sage ich mal. Dann kommt da ab und zu, dass das Gerät nicht reagiert und so weiter. Und wie gesagt, dafür, dass wir hier noch in der Alpha-Version sind, funktioniert das wirklich unglaublich gut. Und was mich besonders freut, sogar Climate-Geräte werden eben unterstützt. Hier zum Beispiel Heizung, Wohnbereich. Wenn ich darauf gehe, sieht man jetzt also Modus Heizen und so weiter, wie man sich's also erwarten würde. Und natürlich kannst du das Ganze auch sprachsteuern, keine Frage. Alexa, Rollo Schlafzimmer schließen. Alexa, Glühbirne Schreibtisch anschalten. Machen wir noch eben Google Home und das soll es dann auch schon gewesen sein. Wenn du jetzt übrigens dann natürlich diese Bridge, die wir jetzt eben eingerichtet haben, also diese Bridge für Alexa haben wir die jetzt ja in dem Fall genommen. Wenn du da jetzt nicht dann diese Bridge über Alexa hinzufügen willst, weil dann brauchst du ja einen Pairing-Code, kannst du natürlich auch einfach eine weitere Bridge erstellen, gerade wenn du vielleicht auch trennen willst, welche Geräte in welchem Ökosystem landen. Kannst auch eine nehmen, ist vollkommen egal. Aber ich will es dir jetzt so zeigen, weil das eben auch geht. Wir nennen die jetzt also HA Meta Bridge Google an der Stelle. Ich mache hier dasselbe, also inkludieren, Label, dann sagen wir hier Meta Hub als Label muss das Gerät eben aufweisen, dann sagen wir hier einmal Save. Dadurch wird jetzt eine weitere Meta Bridge angelegt, hier an der Stelle mit in dem Fall 38 Geräten. Und das können wir jetzt einfach in der Google Home App hinzufügen. Dafür gehe ich jetzt hier auf die Geräte, dann gehen wir hier auf Hinzufügen, da wählen wir Meta-kompatibles Gerät, dann müssen wir hier nur den QR-Code scannen. Dann sehen wir jetzt hier, dass wir dem eben zustimmen müssen. Das machen wir natürlich. Dann müssen wir jetzt hier über diese iOS-Ansicht auf zu Google Home hinzufügen gehen. Dann sagen wir trotzdem hinzufügen. Dann sagen wir hier jetzt natürlich einmal HA Meta Bridge, Google, dann gehen wir hier auf Weiter und fertig. Jetzt sehen wir hier, das Gerät wird hinzugefügt, das dauert tatsächlich ein bisschen und auch wenn die Geräte gleich auftauchen, muss man sich einfach mit im Kopf behalten, warte da einfach 1 oder 2 Minuten ab, weil bis dann wirklich die Namen auch übertragen werden der Geräte, das dauert, warum auch immer, einfach ein kleines bisschen. Jetzt sehen wir hier also Gerät verbunden. Bei Google Home klappt das besser als bei dem anderen System, das wundert mich immer so ein bisschen, aber Google funktioniert da echt super. Wenn ich jetzt hier runter scroll, sehe ich nämlich, dass hier bei nicht zugewiesen jetzt all meine Geräte eben angekommen sind und auch hier kann ich die dann eben, wie ich es gewohnt bin, natürlich einmal über die App steuern oder halt natürlich auch über die Sprachsteuerung. Hey Google, Rollo Schlafzimmer schließen. Nice. Du siehst also, so schnell hast du tatsächlich jetzt all deine Home Assistant Geräte, die du willst oder halt wie in meinem Fall nur die mit dem Label Meta Hub oder deine eigene Auswahl natürlich in Google Home und in Alexa integriert über den Home Assistant Meta Hub. Echt sau cool. Aber wo sind die Einschränkungen aktuell? Da müssen wir ja auch noch drüber sprechen. Das finden wir am einfachsten auf der Integrationsseite oder auf der Add-on-Seite. Und das erste ist natürlich, das Ganze ist eine Alpha-Version, wird sich also wahrscheinlich ändern. Das kann mal instabil werden, das kann mal weniger gut funktionieren, als ich es dir hier jetzt gezeigt habe. Das kann ich leider einfach nicht sagen, weil ich nicht in die Zukunft schauen kann. Abgesehen davon muss man natürlich sagen, das Ganze hier wird von einem Entwickler in seiner Freizeit entwickelt. Also wenn du ihn supporten willst, geh hier auf die Seite und drück auf Buy Me a Coffee und spende demjenigen einfach ein paar Euro. Wenn du dir das leisten kannst oder noch besser, wenn du Entwickler bist und Bock hast hier mitzumachen, dann helfe ihm dabei, dieses Add-on zu entwickeln. Das würde mich wirklich am meisten freuen, wenn sich da Leute für finden. Denn wenn wir hier gerade mal einfach gucken bei den Supported Domains und Device Types, dann sehen wir schon, Lichter werden natürlich unterstützt. Da gibt es im Wesentlichen auch keine Einschränkung. Du kannst also an-aus natürlich einstellen, dimmen, Farbtemperatur und auch erweiterte Farbtemperaturen. Das kannst du also machen. Ein Switch wird eben als Gerätetyp an-aus übergeben, macht ja auch Sinn. Ein Schloss wird als Doorlock übergeben, das funktioniert also auch schon relativ gut. Ein Lüfter wird beispielsweise aber auch nur als An-Ausschalter übergeben, weil beispielsweise jetzt Alexa, Google oder Apple diesen Gerätetyp, also diesen Meta-Gerätetyp noch gar nicht unterstützen. Als Binary-Sensoren, da werden tatsächlich die Kontaktsensoren unterstützt, die Occupancy-Sensoren oder auch Water-Lead-Detektor, also Bewegungsmelder gehen zum Beispiel, Wassersensoren oder auch Fensterkontakte, mehr kannst du da eben aktuell noch nicht übergeben. Und Wassermelder sind nicht von jedem Ökosystem unterstützt. Beim Sensor wird eben Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor unterstützt, also hier fehlen natürlich einige, ne? Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, was weiß ich, Sauerstoffsättigung, TVOC und so weiter und wie sie nicht alle heißen, das fehlt eben alles noch und hier steht nämlich auch drin, wenn du ein Entwickler bist,
dann natürlich gerne einen Pull-Request eröffnen, um das Ganze mit zu unterstützen. Von der Domain Cover kann aktuell ein Window-Covering übergeben werden. Bei Climate können wir ein Thermostat übergeben, hatte ich ja auch gezeigt, weil ich habe ja auch hier bei der Bridge eben die Climate-Heizung Wohnbereich hinzugefügt. Das heißt, ich kann jetzt auch sowas sagen wie, hey Google, mir ist kalt. Mir wird warm, wenn ich an unsere Freunde. Ja klar, Vorführeffekt. Dann natürlich Input Booleans werden supported, Script, Automation, Scene, Media Player wird unterstützt, hier auch noch mit einer kleinen Einschränkung. Und eben noch Humidifiers, die aber auch nur eben als An-Aus-Gerät weitergegeben werden. Und das heißt natürlich, da sind lange nicht alle Entitätstypen drin, die Home Assistant einfach kennt. Und vor allem nicht alle Unterentitätstypen, die Home Assistant eben kennt, zu diesen verschiedenen Domain-Klassen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht empfehle, das zu benutzen, weil für, ich glaube, 95% aller Nutzer wird genau das hier die perfekte Lösung sein, um die Geräte an Alexa und Google Home zu übergeben. Aktuell ist es aber halt noch so, dass nicht alle Gerätetypen vollständig unterstützt werden und es wird auch nicht alles unterstützt werden, was über die anderen Integrationen geht. Beispielsweise Kameras. Das wird wahrscheinlich entweder noch sehr lange dauern oder vielleicht auch nie über diesen Hub unterstützt werden, also das zum Beispiel an Google weiterzugeben. Denn ich bin mir gar nicht sicher, ob Meta überhaupt schon Kameras als Standard definiert hat, also als Gerätetyp. Aber sei es drum. Ich will darauf hinaus, wenn du wirklich die bestmögliche Integration willst in dem jeweiligen Drittsystem, dann ist natürlich die Home Assistant Cloud oder auch eben die Integration, die man selber machen kann, eine super Wahl, um das zu machen. Aber man muss eben mit im Kopf behalten, dass dann das eben auch wieder alles übers Internet funktioniert. Also auch die Steuerung der Geräte. Natürlich werden die Sprachbefehle, die du gibst, sowieso über die Cloud verarbeitet. Also wenn Internet weg ist, geht da sowieso nichts mehr. Aber naja, über Meta wird halt zumindest die Steuerung lokal vorgenommen und das nicht auch noch über dein Internet. Ich denke, das fasst das ganz gut zusammen und ich hoffe, du hast auch so viel Spaß wie ich dabei, den Home Assistant Meta Hub mal auszuprobieren. Lass mir deine Erfahrung wirklich sehr gerne mal als Kommentar unter dem Video da, würde mich echt interessieren. Und wenn du jetzt nicht weißt, was du schauen sollst, dann schau dir gerne meine Serie an zu meinem Umbau in der Wohnung oben.